Hallo und willkommen zu diesem Video, in dem wir einmal auf die 2D-Zeichenfunktion in Blender eingehen werden. Grundsätzlich haben wir in Blender seit neuestem oder seit der Version 2.8 die Möglichkeit, 2D-Animationen zu erstellen. Und zwar können wir hier 2D-Zeichnungen generieren, mit denen wir dann komplette Animationen füllen können. Wie das mit den Animationen funktioniert, das können wir auch später nochmal drauf eingehen. Erstmal geht es mir darum, dass ihr einmal seht, wie man hier überhaupt zeichnen kann. So, wir haben zunächst erstmal diese Zeichenebene. Scrollt mal ein bisschen mit dem Mausrad raus und rein, um zu sehen, wie die Kamera hier positioniert ist. Man sieht hier die Kamera und wenn ich jetzt nochmal auf der Tastatur auf 0 drücke, dann komme ich zurück in die Kamera hinein und dann kann ich aus der Kameraperspektive hier auch zeichnen. Ich habe hier unterschiedliche Modi, die ich verwenden kann. Die kann ich hier links einmal auswählen. Das ist der Objektmodus, Edit-Modus, Skulpturmodus. Also da kann ich Sachen verändern. Und der Zeichenmodus. Aktuell arbeiten wir erstmal mit dem Zeichenmodus. So. Und wir haben dann links hier unterschiedliche Tools, wobei ich hier viel stärker hier auf diesen Stift erstmal eingehen werde. Wir haben natürlich auch Radiergummi, Füllwerkzeuge und so weiter. Und hier oben haben wir dann entsprechend dann die Möglichkeit, einmal die Stiftstärke zu verändern. Wobei ich hier jetzt nochmal dazu sage, ich arbeite hier mit einem Tablet. Daher seht ihr, ist bei mir fängt das einmal so ganz scharf an und je mehr ich drücke, desto dicker wird das Ganze. So, jetzt kann ich hier den Radius natürlich verstellen. Ich kann den einfach höher ziehen und dann sieht man, dann wird der Strich größer. Also ich kann die Strichstärke hier im Prinzip Strichradius einstellen. Wenn ich jetzt hier auf den Knopf hier drücke, wird dann mein Tablet zum Beispiel, diese Use Tablet Pressure, die wird dann nicht beachtet. Das heißt, mein Strich wird einfach durchgehend dick sein, das möchte ich aber nicht. Und hier stelle ich den, und hier ist dann die Strichstärke, also wenn ich die höher stelle, desto undurchsichtiger wird sozusagen mein Strich. Und wenn ich hier auch wiederum sage, der Druck von dem Tablet soll missachtet werden oder beziehungsweise nicht beachtet werden, klicke ich das hier einfach weg und dann seht ihr, dann ist der im Prinzip hier nicht durchsichtig, sondern hier entsprechend scharfkantig. So, und grundsätzlich, damit kann ich dann erstmal meine Zeichnung erstellen. Also da kann ich einfach ein Tablet nehmen und dann hier die Striche setzen. Muss so ein bisschen aufpassen natürlich, dass man nicht zu schnell zeichnet, weil da kommt teilweise dann die Grafik einfach nicht mehr mit. Also ein bisschen die Striche vorsichtiger ziehen. Und was wir noch hier haben, ist natürlich rechts noch die komplette Palette an Werkzeugen, die wir da zur Verfügung stehen haben. Und hier kommt zunächst erstmal einmal die Szene. Das heißt, ich habe hier meine Kamera, ich habe die Striche entsprechend. Dann habe ich noch hier meine Layer. Also ähnlich wie das bei der Grafiksoftware jetzt ist, haben wir hier die Möglichkeit, jetzt Layer zu generieren. Das heißt, Sachen, die wie so Folien, sage ich jetzt mal, übereinander liegen. Ich bringe mal gerne dieses Folienbeispiel. Das heißt, ich habe hier einen Layer, der hier dieses Lines Layer ist. Ja, da sind meine Linien drauf. Ja, da zeichne ich irgendwas drauf. Dann habe ich hier meinen Fills Layer. Dann kann ich hier sagen, ich nehme jetzt was anderes, ja, und fülle hier darunter etwas aus. So, und das heißt, das ist die Folie dann darunter. Ich mache jetzt hier mal einfach mal nochmal so beispielhaft. Da ist die Folie, im Prinzip, oder der Layer mit der Farbe drauf. Und dann kann ich noch oben drüber irgendwelche Layer machen oder unten drunter noch zum Beispiel einen Layer machen, der dann zum Beispiel irgendwas anderes beinhaltet. Da füge ich hier einfach jetzt einen neuen Layer hinzu, kann den hier ein bisschen rauf und runter schieben und hier nochmal was einzeichnen. Der Vorteil von solchen Layern ist dann, dass die natürlich erstmal übereinander liegen. Da sehen wir, der liegt jetzt hier drunter. Das heißt, wenn ich den jetzt bewege, der kann auch zur Animation gehören. Ich kann den sichtbar, unsichtbar schalten und ich kann die entsprechenden Elemente dann so
visuell strukturieren. So, dann haben wir hier natürlich noch unsere verschiedenen, ja, ich sage jetzt Farben oder Striche, die wir hier setzen können. Da ist es ein bisschen anders hier. Hier muss ich im Prinzip Materialien bei Blender definieren und das kommt ein bisschen aus dem 3D-Bereich. Und hier gibt es halt dieses Material oder dieses Strich mit dem Schwarz. Das ist ja der hier. Dann habe ich noch meinen Strich mit dem Rot. Das ist das hier. Und dann habe ich hier diese Füllfarbe, dieses Grau, ja. Und das ist halt eben, das füllt einen bestimmten Bereich grau aus. So, und jetzt zeige ich euch nochmal, wie man diese Farben selber definiert. Und zwar einfach, indem man jetzt hier auf Plus klickt, definiert man jetzt ein neues Material. Ja, wenn ich jetzt also hier ein bisschen mal ranzoome, ja, dann haben wir hier jetzt auf Plus geklickt, Add New Material Slot. Ja, das heißt, ein neues Material wird hinzugefügt in dem Fall, also eine neue Farbe oder Füllfarbe. Hier muss man ein bisschen unterscheiden zwischen Strichen und Füllelementen. Und hier sagen wir jetzt einfach auf Neu. So, und dann ist dieser Bereich hier relevant für uns jetzt. So, wenn wir jetzt auf Neu geklickt haben, ist das Material, das ist erstmal schwarz ausgefüllt. Und jetzt soll das jetzt einen Außenstrich haben? Nein, soll es nicht. Es soll nur eine Füllfarbe haben. So, wenn ich das jetzt so definiere, wird das jetzt keine Füllfarbe haben, sondern ich muss hier einmal draufklicken, einmal hier nach oben schieben quasi. So. Und dann kann ich hier eine Farbe auswählen. Zum Beispiel ein Grün. Und wenn ich hier jetzt ein bisschen weiter runter schiebe, dann sieht man schon, okay, das wird ein bisschen dunkler. Das heißt, wir kriegen so ein dunkleres Grün. So, das können wir hier genauso wiederholen. Nur, dass wir jetzt hier diesen Alpha-Wert, den müssen wir einmal ganz nach hinten schieben oder einfach eine 1 hier eintippen. Ja, einfach hier 1. Und das war's, dann ist er voll. Dann ist die Farbe auch nicht durchsichtig. Ja, wenn ich eine Füllfarbe haben will bei etwas, muss ich diesen Alpha-Wert hier also wegkriegen. So, und jetzt wählen wir, wenn wir dieses Material auswählen, malen wir damit. Wenn wir dieses Material auswählen, malen wir damit. So, also können wir jetzt dieses hier auswählen und dann jetzt einfach mal einen bestimmten Bereich markieren und dann malen wir entsprechend aus. Man muss hier so ein bisschen aufpassen, wenn man jetzt einen bestimmten Bereich schließen will, dann sollte man das auch bis zum Ende zeichnen. Wenn man jetzt hier loslässt, dann wird hier dann einfach ein gerader Strich gezogen. Ja, so. Gut, das sind so die Grundlagen, Basics jetzt, sage ich mal, was jetzt hier die Umrandung und alles angeht. Und jetzt kommen wir ein bisschen dazu, was jetzt hier den 3D-Bereich angeht. Also ich würde jetzt, wenn ich jetzt etwas animieren würde, würde sich immer in diesen Ebenen bewegen. Also das heißt, hier würde jetzt die Kamera erstmal nur genau den Bereich erfassen. Ich kann natürlich aber in Blender die Kamera auch bewegen. Und ich werde jetzt mal hier mit A einmal kurz in den Bearbeitungsmodus gehen, einmal mit A alles auswählen, dann können wir mit Entfernen oder hier X einfach alles löschen, ja, X und dann alles einmal entfernen. So, dann haben wir nichts mehr hier auf dem Blatt wieder und dann zeige ich euch mal noch eine andere Geschichte. So, und dann, dafür gehen wir wieder zurück in den Zeichenmodus und hier wollen wir jetzt im Prinzip einmal so ein dreidimensionales Objekt. Also man kann mit diesem 2D Zeichnen im Prinzip so dreidimensionale Objekte zeichnen. Da will ich euch einfach ein paar Tricks zeigen, womit das geht. Und zwar muss man einmal wissen, dass man hier unterschiedliche Achsen hat, auf denen man zeichnet. Dazu drehe ich das hier einfach mal so ein bisschen mit der mittleren Maustaste. Könnt ihr ja die Bereiche drehen. So, und wenn ich jetzt nehmen wir jetzt diesen schwarzen Strich, wenn ich jetzt etwas zeichnen würde, ja, das heißt also, wir haben hier irgendwie so eine lockere Kurve, ja, so, dann seht ihr, die befindet sich auf dieser
auf dieser Achse. So. Und ich kann immer zwischen den Achsen wechseln, indem ich 1 auf der Tastatur klicke, 3 oder 7. 7 ist die Draufsicht. 1 ist diese Achse, wo ich von der Y-Achse her gerade drauf gucke. Dann habe ich 3, da gucke ich von der X-Achse her gerade drauf. Und 7, da gucke ich dann von oben drauf, ja, auf der Tastatur ungefähr. Ihr könnt das natürlich auch hier machen. Seht ihr, wenn ich Doppelklick drauf mache, so, dann schaut er auch wiederum von den Seiten oben drauf. Ja, so. Okay, so, das heißt also, wir können uns hier das Ganze so anschauen und ich könnte jetzt in der Achse, das sieht man jetzt auch X und Z, so, diese Achse, da zeichne ich gerade drauf, ja, von vorne. So, und hier kann ich dann zum Beispiel irgendwelche Elemente einzeichnen, ja, die dann irgendwie bestimmte Sachen darstellen. So, machen wir mal ein futuristisches Auto hier vielleicht darstellen. Ja, ich skribbel hier so ein bisschen herum. So, und da seht ihr, wenn ich das jetzt drehe, das befindet sich auf der Achse. So, was ich jetzt machen kann, um hier so dreidimensional das Ganze wirken zu lassen, ist, ich kann jetzt in diesen Edit-Modus gehen und dann zum Beispiel hier die Linienstriche anwählen und diese dann bewegen. Mit Shift wähle ich auch mehrere an und die kann ich dann zum Beispiel mit einem Bewegen-Tool in den Achsen bewegen. So, das heißt, ich kann hier diese einmal sozusagen um die Achsen herum bewegen. So, was ich jetzt noch machen kann, um das Ganze schön hier zu verteilen, ist, ich kann hingehen und sagen, okay, ich möchte hier noch einen Modifier einbringen und der soll mir alles zum Beispiel spiegeln um die verschiedenen Achsen. So. Und das kann man jetzt ausprobieren und gucken, wie das funktioniert, indem man wieder in diesen Drawing-Modus wechselt. Okay, die X-Achse würde hier entsprechend nicht passen, die Y-Achse würde passen. Der spiegelt mir jetzt alles um die Y-Achse. Das heißt, wenn ich jetzt hier wieder hingehe, im Edit-Modus, die beiden Elemente so ein bisschen verschiebe und dann vielleicht mit Steuerung C, Steuerung V noch ein paar neue einfüge, ja, damit er so ein bisschen das Ganze nach Reifen aussieht. So, dann wieder zurück in den Modus Drawing wechselt, dann habe ich hier ein paar Reifen gezeichnet, ja. So, jetzt kann ich hier in den anderen Modus gehen und hier dann zum Beispiel irgendwelche anderen Elemente einzeichnen. So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier die Zeichenebene einmal wechsle. So, auf diese hier. Das heißt, ich zeichne jetzt auf der Ebene. Ja, vorher war ich auf der Ebene, da habe ich hier gezeichnet und da muss man auch ein bisschen aufpassen, weil ich zeichne dann ja quasi immer genau auf der Mitte der Ebene. Ja, wenn man einen Strich dann gezeichnet hat, dann muss man den nachher auch verschieben. Das heißt also, ich kann jetzt hier sagen, ich zeichne jetzt hier ungefähr das Ganze so. Ja, jetzt habe ich natürlich Spiegeln eingeschaltet. Also ein bisschen aufpassen, von der Mitte hier ausgehen und dann zum Beispiel so zeichnen. Ja? So, jetzt drehen wir das Ganze mal um. Okay, jetzt können wir den Strich hier anwählen. Wieder Edit-Modus oder wir können einfach mit Shift wechseln. Ja? Und dann, wir haben hier das richtige Auswahlwerkzeug. So. Das Ganze ein bisschen zurechtschieben, so wie wir es haben wollen. Zurückwechseln mit Shift. Okay, das Ganze nimmt langsam Gestalt an. So, dann können wir hier vielleicht eine kleine Verbindung schaffen. Ja, ihr könnt euch aber ungefähr schon vorstellen, wie es jetzt ungefähr aussehen wird. Ja, so, ich wechsle wieder mit hier in den Drawing-Modus. Andere Ebene. So.
ungefähr so. Ja, so zeichnen wir das Ganze mal ein bisschen ein. So, drehen wieder, sehen, okay, das befindet sich natürlich jetzt hier in der Mitte und können das jetzt selbstverständlich auch wieder verändern. Editiermodus und dann mit Shift halten. Kann man auch mehrere anwählen. So, jetzt habe ich die angewählt, die neuen Striche, und kann die hier dreidimensional entsprechend verschieben. Ich kann auch hier sagen, okay, den und den möchte ich ein bisschen weiter hier rüber haben. Ja, und ihr könnt euch schon ahnen, wie man hier so 2D-dimensional im Prinzip das Ganze verändern kann. Ja, und wenn man jetzt in den Zeichenmodus wieder wechselt, dann sieht man auch wieder, wie sich das Ganze dann so ungefähr verhält. Ja, das nimmt dann Gestalt an. So, jetzt kann ich natürlich auch von oben etwas einzeichnen und da muss ich auch wieder hier auf den Top-Modus wechseln, weil ich jetzt hier drauf zeichne. So, muss ich wieder aufpassen, hier wird gespiegelt. Ja, das heißt, also ich habe den Spiegelmodus hier angemacht. Das heißt, ich muss hier so ein bisschen das Ganze entsprechend einzeichnen. So, so. Und dann kann ich hier noch irgendwelchen Elemente einzeichnen, ja, die vielleicht das Ganze noch ein bisschen unterstützen. So, ja. Einmal nur von der Hälfte ausgehen. Ja, und kann jetzt wieder zurück ins 3D und dann das Ganze noch ein bisschen wieder verändern, indem ich in den Editiermodus wechsle. Jetzt die einzelnen Komponenten jetzt wieder ein bisschen anpasse. So, das heißt, das schiebe ich jetzt mal hoch, so dass es sich so ungefähr auf der Dachebene befindet. Ja, man kann das Ganze immer so ein bisschen schieben. Und was man auch machen kann, ist, dass man hier eben drehen kann. So, ja, das heißt, ich kann auch einzelne Elemente drehen. Und wenn ich damit immer noch nicht zufrieden bin, dann kann ich auch hingehen und hier in den Skulpturmodus wechseln und dann einzelne Elemente so ein bisschen ziehen, sage ich jetzt mal. Ja, je nachdem, was man hier jetzt einstellt, kann ich jetzt hier an den Teilen ziehen. Und ich kann hier also unterschiedliche Modi aktivieren, was ich damit machen will. Ich stelle jetzt die Stärke höher ein und den Radius. So, und zeige euch mal, was damit gemeint ist. Also ich kann hier die Striche so ein bisschen nach oben ziehen. Ja? So. Dann gehen wir zurück auf den Editiermodus. Dann seht ihr, was man auch machen kann, ist natürlich, dass man hier die Striche, ihr seht, die haben einige Punkte. Man hier auf den Modus wechselt, ja, also hier im Prinzip, das sind die unterschiedlichen komplette Linie anwählen, einzelnen Punkt anwählen, ja, und ich wähle jetzt den einzelnen Punkt an, da kann ich auch den hier anwählen und dann so ein bisschen das Ganze auch verschieben, ja, das heißt einzelne Punkte nehmen und diese schieben, das ist ein bisschen blöd hier auszuwählen manchmal, so, ja, und das schiebt man dann einfach auf den unterschiedlichen Achsen. So, muss man manchmal ein bisschen hin und her schieben. Wenn ihr so ein bisschen Shift hier so ziehen wollt, einfach die Shift-Taste gedrückt halten, plus mittlere Maustaste, Zoom ist mittlere Maustaste und Drehen ist halt auch mittlere, also Mausrad und mittlere Maustaste ist erstmal Drehen und Zoom. Und wie gesagt, wenn ihr Shift habt, dann ist das so eine Pan-Funktion, so eine Ziehen, hin und her schieben. Okay. Na, wir gehen zurück in den Zeichenmodus, schauen uns das Ganze nochmal an. Ja, so, das Ganze sitzt jetzt natürlich oben. Hier, das sitzt im normalen Bereich. So, hier die Elemente. Können wir überlegen. Tiermodus. Das könnte ein bisschen weiter runter. Weiter hier rüber.
Das hätte ich gerne weiter oben. Vielleicht in dem Bereich, ja, so ein bisschen spoilermäßig. Ja, und dann nimmt das Ganze so nach und nach Gestalt an. Und natürlich kann ich jetzt hier auch hingehen und mit anderen Elementen arbeiten, dass ich jetzt hier auch Füllfarben verwende. Und hier entsprechend das Ganze dann miteinander kombiniere. So, in dem Fall drehe ich das Element noch mal ein bisschen. So, ja, ich kann jetzt hier noch einmal von oben, zeichne ich noch einmal was ein. So ein bisschen so eine, natürlich nur bis zur Mitte, weil wir den Spiegelmodus anhaben. Ja, so. Und das bringe ich jetzt einfach mal ein Stückchen nach oben. Editiermodus. Hoch. Bisschen drehen. Wieder anwählen. So in der Art würde ich das gerne haben. So, und was wir jetzt noch machen können, ist natürlich noch eine andere Ebene auswählen, also diese Fill-Ebene, und dass wir die dann nutzen oder dass wir eben Füllwerkzeuge noch nutzen können, um da das Ganze noch weiter zu treiben. Das heißt also, wir können wieder hier in den Drawing-Modus gehen und dann hier so ein paar Highlights mit so Füllwerkzeugen machen. Da mache ich jetzt wieder so eine Seitenansicht. So. Und kann hier so ein paar Füllelemente einbringen. Mache ich jetzt einfach mal so ein paar graue Konturen da rein. So, und da können wir natürlich auch jetzt wieder, die tauchen natürlich in der Mitte auf. Jetzt müssen wir wieder genau das gleiche machen, wenn wir diese Konturen verändern wollen, verschieben wollen, auch wieder rüberschieben. Das wird dann nachher gespiegelt. Ja? Das heißt also, wir schieben die jetzt hier rüber, gehen da raus und haben dann auf der anderen Seite die Spiegelung. Ja? Und dann kann ich so das Ganze ein bisschen nach und nach modellieren, ein bisschen besser aussehen lassen. Ja? Das heißt, ich kann jetzt auch hingehen und nochmal hier vielleicht bei den Reifen das Ganze ein bisschen machen. Wir können hier in dem Sinne auch mal das Füllwerkzeug ausprobieren. Ja, indem wir jetzt einfach den Bereich hier füllen. Vielleicht den Bereich hier noch, ja. Und zwar füllen wir den ja, wir brauchen eine Füllfarbe dafür, ja, wenn wir den ausfüllen wollen. So, da ist es ein bisschen daneben gegangen, Steuerung Z zurück. Ja, da gibt es irgendwo eine Lücke. So, gehen wir hier rein. Dann können wir hier auch füllen. So, jetzt müssen wir allerdings mal aufpassen. Wir drehen das Ganze mal. Es ist mal wieder in der Mitte. Ja, das heißt also, wir müssen mal wieder in diesen Editiermodus und dann natürlich auf Selektieren Werkzeug. So. Den nicht. Und dann das Ganze wiederum ein bisschen hin und her schieben. Ich schiebe das jetzt mal ein bisschen in die Mitte hier. So. Und dann, wenn wir zurückgehen, sehen wir auch hier wieder, ja, da haben wir so ein bisschen jetzt das Ganze weiter ausdetailliert. Ja, das heißt, es fängt an, Gestalt anzunehmen. Jetzt können wir wieder hier von oben, ja, das Ganze machen. Jetzt zurück in den Zeichenmodus. Hier natürlich auch weiter mit dem Stift machen. Ein paar Konturen setzen. Ja, jetzt fange ich jetzt einfach mal an, unterschiedliche Konturen zu setzen, damit das Ganze gleich ein bisschen besser aussieht. Ja, so. Drehen das Ganze wieder
Und da müssen wir natürlich die einzelnen Elemente in die passende Stellung bringen. Ja? Denn das ist immer wieder das Gleiche, immer das gleiche Vorgehen. Müssen wir schauen, dass wir hier natürlich die Teile dann passend zurechtschieben. Vielleicht ein bisschen drehen. Genauso hier bei dem Fenster, ja. So, und man kann natürlich immer gucken, ob man jetzt nicht mit so einem Skulpturmodus arbeitet, ja, dass man so Elemente mal irgendwie hin und her schieben möchte, ja, dass man hier ein bisschen was ziehen will an bestimmten Teilen. Den Radius kann man ein bisschen kleiner machen, dann kann man ein bisschen sehen, was ich jetzt meine. So, dass man hier vielleicht einzelne Komponenten mal so ein bisschen verformt. Ja, hier vielleicht ein bisschen weiter runter. Ja, in dem Fall war das jetzt einfach nur ein Beispiel. Aber worum es mir jetzt hier ging, ist im Prinzip, dass man hier solche Elemente dann auch mal runterziehen kann. Ja, so. Und grundsätzlich ermöglicht es einem, sag ich mal so skizzenhaft, 3D-Zeichnungen anzufertigen und das Ganze auch so dann weiterhin aussehen zu lassen, hier noch das Ganze weiter zu detaillieren. Für mich ging es darum, euch grundsätzlich erstmal zu zeigen, wie kann man das jetzt so machen, wie kann man jetzt solche Zeichnungen erstellen, wie kann man das jetzt hiermit bearbeiten. Und da seht ihr, da kann man das eigentlich ganz gut hier so weit erledigen. Ja, das war. Und ihr könnt das ja auch selber mal ausprobieren, wie man das hier machen kann, was man hier alles mit ausprobieren kann. Ne? Einfach mal ausprobieren, was möglich ist mit der Software. Hier in dem Fall habe ich jetzt einfach mal so ein einfaches Beispiel genommen. Und man kann natürlich damit auch viel komplexere Sachen machen. Es gibt auch Leute, die so Raumschiffe damit entwerfen oder so erstmal Formen von Grund auf definieren, wie diese hier aussehen sollen. Ja, und dann weiter das Ganze auch detaillieren, dann in dem Fall, indem sie dann ein 3D-Modell erstellen. Aber hier in unserem Fall ging es jetzt einfach nur darum, wie kann ich diese einmal natürlich den 2D-Toolchain nutzen und welche Möglichkeiten gibt es mir grundsätzlich das Ganze so zu verwenden, dass ich dann so nach und nach so eine kleine Zeichnung entstehen lassen kann. Ja? Und ihr seht, das ist ja schon hier relativ weit fortgeschritten. Ja, das heißt also, hier kann man jetzt immer weiter das Ganze ausdetaillieren. Ich höre gleich einfach mal auf damit wir hier einfach mal zum Ende kommen. Aber von Grund auf habt ihr gesehen, welche Möglichkeiten hier bestehen. So, und wenn wir jetzt hier noch ein bisschen animieren wollen, dann haben wir hier noch eine andere Möglichkeit. Also ich habe jetzt verschiedene Möglichkeiten, hier jetzt eine Animation durchzuführen. Einfach mal jetzt hier zum Beispiel, wenn ich jetzt in den Object Mode wechsle, ja, dann kann ich hier alles einmal anwählen, zum Beispiel. Und wenn ich jetzt hier unten die Record-Taste drücke, dann kann ich sagen, okay, rechte Maustaste hier einfach mal bewegen. Bei Frame 60 soll das Auto sich darüber bewegen. Ja, okay. Und zwar sehe ich das weniger hier bei dem Pencil, sondern ich sehe hier bei diesem Sheet, wo sich das Ganze befinden wird. Wenn ich jetzt also hier rüber gehe auf 0, dann kann ich das nochmal zurückschieben. Das heißt, also wenn ich auf 0 bin, ist es da. Wenn ich hier rüber fahre, dann fährt das Auto darüber. Alles klar. So, und was ich jetzt noch machen kann, ich kann sagen, okay, ich möchte auch, dass die Kamera sich bewegt. Und zwar habe ich aktuell die Ansicht so, dass die Kamera die ganze Zeit still stehen bleibt. Aber die soll jetzt dann einfach sich
von da hinten, einmal zurück. Wir wollen rechte Maustaste hier rüber. An der Stelle ist das die Kamera da. Und dann, wenn wir hier rüber fahren, dann soll die Kamera sich darüber bewegen. So. Und dann noch ein bisschen gedreht werden in die Richtung. So. Und wenn wir jetzt die Kameraansicht einmal anschalten, dann sehen wir das, wie sich das Ganze bewegt. Ja, das Auto fährt und die Kamera blendet das einmal ein. So. Das heißt also, hier auf diesen Dope Sheet Modus drauf und dann kann man hier, wenn man hier die Record-Taste aktiviert hat, die Teile einfach hin und her bewegen und das Ganze dann abfahren lassen. Jetzt können wir natürlich bei der Kamera noch sagen, okay, wenn wir hier rüben sind, soll die am besten noch hier, am besten noch ein bisschen hochfliegen. Darüber ein bisschen sich drehen. Ja, auf das Auto natürlich zeigen. Schauen wir mal, ob die auf das Auto zeigt. Perfekt. So, und dann lassen wir das nochmal abspielen. Einfach entweder mit der Space-Taste oder zum Beispiel hier einfach mit den Tasten, die sich hier bewegen. So, und dann fliegt das Ganze noch hoch. Und ihr seht, ihr könnt hier ziemlich vieles machen, um solche Animationen auch direkt durchzuführen, also solche 2D-Animationen in komplette Filme umzuwandeln. Um das Ganze jetzt in einen Film umzuwandeln, geht ihr jetzt hier rüber. Moment, ich schaue mal eben. Hier kann man dann die das Rendering einstellen. Das heißt also schauen, in welcher Auflösung das Ganze rauskommen soll. 1920 x 1080 passt. Ja. Frame 1 bis 250. In dem Fall würde ich sagen, brauchen wir nicht. Wir können das hier zurücksetzen bis 160. Ja. Einfach klicken und ein bisschen schieben. Framerate von 24. Also hier stellen wir das ein. Und dann sagen wir einfach Render. Und dann Render Animation. Und schon legt er jetzt los. Ja? Der rendert jetzt für mich die Animation komplett durch. So. Und ich lasse das jetzt in Schnelllauf durchlaufen und ihr seht jetzt im Prinzip in dem Video, habt ihr jetzt gesehen, wie kann ich solche Animationen erstellen in Blender, beziehungsweise wie kann ich überhaupt erstmal Zeichnungen erstellen, diese eventuell spiegeln lassen, ja, wenn man solche Autos oder ähnliches jetzt einzeichnen will, oder wie kann man zum Beispiel solche Animationen dann tatsächlich dann generieren. Das funktioniert einfach jetzt, indem man jetzt, wie gesagt, hier diese Record-Taste unten drückt und dann einfach hier das Ganze hin und her schiebt. Dann generiert Blender dazwischen die passenden Frames. Man kann die Kamera bewegen, man kann alles Mögliche bewegen. Was man natürlich auch machen könnte, damit werde ich mich noch ein bisschen beschäftigen müssen, um euch das zu zeigen, ist, dass man die Linien natürlich verändert. Ja, da gab es jetzt hier auch einen anderen Bereich, im Bereich Linien, dass im Prinzip bei einer 2D-Animation sich das Ganze komplett bewegt. Ich muss auch schauen, wie man das hier mit den Knochen machen könnte. Bisher hatte ich das hier noch nicht ausprobiert gehabt. Grundsätzlich ging es mir jetzt aber darum, euch einmal zu zeigen, wie der 2D-Zeichenbereich funktioniert, wie man eventuell solche Elemente jetzt hier einzeln schaffen kann, wie man diese verschieben kann, diese Spiegelungen einführen kann und so weiter. So, probiert das am besten selber aus, wenn ihr eure Ergebnisse irgendwie gesammelt habt und mal auch posten wollt. Einfach mal einen Link dazu in den Kommentaren zum Beispiel. Ich bin schon mal gespannt, was ihr da alles schafft. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, einfach den Channel auch natürlich abonnieren und gerne auch einmal einen Kommentar hinterlassen. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal.